Amgen ist eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen biologischen Arzneimitteln. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal Amgen etwas genauer an. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Medikamente in den Bereichen Onkologie, Hämatologie, Entzündungen, Nephrologie, Kardiologie und Stoffwechselerkrankungen. Man hat da wichtige Medikamente wie zum Beispiel Enbrel, Prolia oder Repatha und hat neben diesen eigenen Produkten auch sehr viele Biosimilars im eigenen Portfolio, also die biologischen Nachahmeprodukte, die dann praktisch nach dem Patentablauf vom Originalpräparat auf den Markt kommen. Aber auch neben diesen bereits vorhandenen Produkten hat Amgen eine extrem spannende Pipeline mit zahlreichen vielversprechenden Medikamenten in der klinischen Entwicklung und vor allem, was die Gewichtsreduktion angeht, hat man mit MariTide ein sehr interessantes Produkt im Portfolio und das werden wir uns heute auch anschauen. An sich hat Amgen auch eine globale Präsenz. Man vertreibt seine Produkte weltweit und expandiert auch kontinuierlich in Wachstumsmärkte wie beispielsweise Asien oder Lateinamerika. Wir können hier auch einen Blick auf die Produkte werfen, die im Moment Amgen hier im eigenen Portfolio mit drinnen hat. Also das sind jetzt einfach mal so die Arzneimittel, die man hier sieht, die sie eigentlich selbst im Portfolio mit drinnen haben. Ich denke, das würde es keinem was sagen. Ist es einfach ein ganz normaler Pharmawert Amgen, der hier Medizin vertreibt, aber natürlich auch sehr viel Geld in Forschung und Innovation investiert, insbesondere dann eben in Bereiche wie Genediting oder auch Antikörpertherapien. Und wir haben jetzt zuletzt eine sehr interessante Nachricht zu MariTide von Amgen bekommen. Das ist eben dieses Weight Loss Drug, also die Gewichtsreduktionsmedizin, die Amgen in der eigenen Pipeline mit drinnen hat. Und die zeigt jetzt eben, dass 20% Gewichtreduktion also mit einer einmaligen Einnahme im Monat auf einer Sicht von 52 Wochen führt. Also 20% Gewichtsreduktion, 52 Wochen, wenn man das Medikament einmal im Monat zu sich nimmt. Das ist schon eine wirklich interessante Situation, denn ein wichtiger Faktor ist, dass eben dieses Produkt oder beziehungsweise diese Medizin im Vergleich zu den Produkten von Eli Lilly und Novo Nordisk nicht so starke Nebenwirkungen haben. Also es löst nicht so stark diese Übelkeit ein, wie es bei Novo Nordisk zum Beispiel der Fall ist, und hat aber ähnliche Auswirkungen, was eben die Gewichtsreduktion angeht. Nämlich Eli Lilly hat hier 14 bis 24%, natürlich Novo Nordisk auch. Also man ist da schon in einem ähnlichen Bereich mit MariTide, was die Gewichtsreduktion angeht, hat aber im gleichen Zuge eben niedrigere Nebenwirkungen und kann damit eben diese GLP-1 Produkte möglicherweise gewinnbringend an den Markt bringen. Und das bedeutet natürlich auch dann eine höhere Konkurrenzdruck gegenüber Eli Lilly und Novo Nordisk. Was auch interessant ist, dass man eben Amgen nur einmal im Monat einnehmen muss, was natürlich auch sehr entspannt ist im Vergleich zu den anderen Produkten. Auch ist interessant, dass jetzt in diesen 52 Wochen diese 20% Gewichtsreduktion ist. Es ist nicht so, dass das über die Zeit hinweg der Gewichtverlust langsamer wird. Es ist also keine Plateaubildung da, sondern man geht davon aus, dass selbst nach diesen 52 Wochen weiterhin mit der Einnahme von MariTide die Gewichtsabnahme Bestand hat. Heißt, über die 52 Wochen hinaus wird weiterhin Gewicht abgebaut von den Patienten, die dann eben MariTide zu sich nehmen. Ja, wenn du solche Videos generell spannend findest, auch zu zum Beispiel Pharmaaktien, wie es jetzt Amgen der Fall ist, lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da und Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen. Danke auf jeden Fall. Schauen wir uns mal die aktuelle Bewertung bzw. Qualitätscheck an von Amgen und hier sehen wir einen Score von 11 von 15 Punkten. Es gibt hier Punktabzugs beim Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, beim Earnings per Share Wachstum und bei der Stabilität. Sonst sieht es aber relativ gut aus, nur bei der Finanzverschuldung gibt es noch einen Punktabzug. Klar, das Unternehmen ist natürlich auch schon sehr eingesessen und bewegt sich auch seit 2015 wirklich total stabil am Markt. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, auf Basis des Gewinns sind wir gerade genau fair bewertet. Wir hatten ja jetzt auch schon einen relativ starken Kursrutsch gesehen
Gestern natürlich auch im Zusammenhang mit den News um Maritide, da hat der Markt anscheinend doch noch etwas mehr erwartet, obwohl ich die Ergebnisse trotzdem wirklich sehr gut finde und ja, das schon interessant einfach wird, gerade wenn man das nochmal mit Novo Nordisk und Eli Lilly vielleicht in Konkurrenz sieht. Auf jeden Fall sagt jetzt die Bewertung hier auch auf Basis des Gewinns, dass das Unternehmen im Moment fair bewertet ist und von dem her auch sehr spannend ist. Hier sehen wir mal die Umsatzverteilung nach den einzelnen Produkten. Also wir haben jetzt hier, was wichtig ist, keine richtig starke Abhängigkeit von einem einzigen Produkt. Also man ist es schön diversifiziert hier über viele Medikamente hinweg, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil ja, also es ist nicht so wie bei AbbVie zum Beispiel, wo man hier von einem Produkt maßgeblich abhängig ist, beziehungsweise war. Hier ist man relativ gut diversifiziert. Ja, Dividende wird ja auch schön gesteigert. Das ist ein relativ starker Dividendenwert. Ich glaube, wir haben ungefähr im Moment so 3% Dividende. Werfen wir jetzt dann auch gleich nochmal einen Blick drauf. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 5 von 9 Punkten. Also das ist auch relativ in Ordnung. Beim Dividendenadel haben wir 4 von 4 Punkten. Also es ist ein sehr spannender Dividendenwert, eine sehr spannende Dividendenaktie. Wenn wir uns den Kurs hier anschauen auf Sicht der letzten 10 Jahre, haben wir eine Kursrendite von 70% ohne Dividenden gemacht. Das ist natürlich relativ schwach. Es ist aber auch ein sehr wenig volatiler Wert. Wir haben jetzt hier ein KGV von 35 im Moment, ja, und Dividendenrendite über 3% tatsächlich. Wir sehen auch hier, dass die schon seit 14 Jahren bezahlt wird, jedes Jahr schön gesteigert werden konnte und die Prognose geht jetzt auch davon aus, dass Amgen weiterhin die Dividenden erhöhen können wird und wir haben Payout Ratio ca. 70%, also da ist eigentlich auch noch Luft nach oben. Das Wachstum im letzten Jahr betrug jetzt hier 5,6% bei der Dividende, also ist jetzt nicht mehr so extrem hohes Wachstum, aber wir haben natürlich auch schon eine Dividendenrendite von über 3%, also da sind dann 5% Wachstum auch sehr nett. Analysten raten gerade mit 43% zum Kaufen, 51% sagen halten und nur 6% raten zum Verkauf und man sieht jetzt hier grundsätzlich ein Kurspotenzial von 19%. Wenn wir uns jetzt hier nochmal auf den Chart konzentrieren, hier mal im Vergleich mit den großen US-Indizes, also einmal in Rot hier S&P 500 und in Gelb Dow Jones mit Amgen in Blau, ja, sehen wir, dass Amgen schon deutlich den S&P 500 underperformed hat. Also was den Kurs anbelangt, hat hier Amgen nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten können. Und ja, klar, wenn wir jetzt die Dividende mit einrechnen, wird es wahrscheinlich eine ähnliche Performance sein wie der S&P 500. Aber es muss man sich halt dann auch im Gedächtnis behalten, dass man hier schon ein deutlich langsameres Unternehmen hier im Portfolio hat, das natürlich auch Vorteile haben kann. Also ich meine, es ist eine hohe Dividendenausschüttung da, es ist wenig Volatilität da, es ist ein ja, gemächlicher langfristiger Aufwärtstrend, von dem her ist es auch durchaus interessant. Ja, bevor wir uns jetzt hier noch den Chart anschauen, falls du noch einen Broker brauchst, also den kostenlosen, günstigsten Broker für Aktien, dann kann ich dir hier Finanznet Zero empfehlen. Da kannst du mit dem ersten angepinnten Kommentar, dem Link, beziehungsweise dem Link in der Beschreibung hier ein Depot eröffnen. Da kannst du echte Schweizer Aktien handeln und es ist einfach auch bei Stiftung Warentest der Kostensieger geworden. Also kann ich dir nur empfehlen, falls du noch ein Depot brauchst, gerne hier mal den Link auschecken. Ist natürlich für mich auch indirekt eine Unterstützung. Danke auf jeden Fall. Schauen wir uns jetzt mal den langfristigen Chart an von Amgen. Und ja, also ich meine, wir bewegen uns jetzt hier eigentlich in einem sehr entspannten, dynamischen Trendkanal seit 2014. Der ist sehr langwierig und es geht langfristig aufwärts, aber halt gemächlich. Wenn wir uns das dividendenadjustiert anschauen, ja, da ist die Bewegung schon deutlich dynamischer, da sieht es auch schon interessanter aus. Ja, die Zeit davor, die war sehr volatil und auch mal von vielen Seitwärtsphasen geprägt, aber jetzt seit 2014 eben in diesem Trendkanal. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass dieser hier fortgesetzt wird. Kurzfristig hatten wir jetzt einen starken Kursabsturz nach den letzten Informationen rund um Maritide. Es ging jetzt hier 15% circa runter vom Hoch und in der letzten Woche alleine 13%. Kurzfristig ist es jetzt wichtig, dass wir nicht hier unter diese 260 US-Dollar kommen und da mit einem Wochenschlusskurs drunter schließen. Es wäre jetzt nicht so schön, weil dann könnte es sein, dass die Korrektur nochmal ausgeweitet wird. Gehe ich aber im Moment überhaupt nicht davon aus. Wir haben hier wichtige Unterstützungszonen
Also alleine hier, was hier für eine riesige Unterstützung liegt, erwarte ich eigentlich nicht, dass wir da drunter fallen. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon gestern ein relativ gutes Rehearsal gesehen. Also wir sind hier auf diese wichtige Zone drauf, wurden wirklich schön hochgekauft. Deswegen gehe ich jetzt eher davon aus, dass das Unternehmen sich jetzt hier stabilisiert und dann Richtung neue All-Time-Highs laufen wird. Es ist jetzt kein stark Wachstumsunternehmen, also da sind schon mal 30% vielleicht drinnen, aber es ist jetzt kein High-Growth-Wert oder ähnliches. Auf jeden Fall muss jetzt hier nochmal kurzfristig eine Stabilisierung hier her. Wir haben hier auch noch eine Kurslücke offen auf Stundenbasis, also jetzt muss es hier ein Doppelboden oder ähnliches, eine Bodenbildung erfolgen, dass sich hier ein Einstieg anbietet bei Amgen. Auf jeden Fall eine wichtige Unterstützungszone und kann man sich definitiv mal auf die Watchlist packen. Gerade eben durch diese neuen Daten zu diesem Gewichtsreduktionsmedikament finde ich das Unternehmen wirklich extrem spannend. Muss man sich dann eigentlich auch fragen, wenn man zum Beispiel Novo Nordisk kauft, ob man dann nicht vielleicht Amgen auch mal in Betracht zieht. Ja, Dividende hier 3,06%, Marktkapitalisierung haben wir auf 150 Milliarden US-Dollar. Also es ist ein sehr großes Unternehmen, was den Umsatz anbelangt. Da haben wir ein langfristiges Wachstum, das auch nach oben geht. Also wir können uns das hier nochmal anschauen im Financial Overview. An sich ist es also alles hier im grünen Bereich. Was die P/E-Ratio angeht, sind wir aber im Moment etwas höher bewertet als im Vergleich der letzten Jahre. Umsatzwachstum ist eben langfristig schon steigend. Wir haben eine echt starke Nettenmarge, also mit so immer so zwischen 20 und 25%. Also das ist ein durchaus profitables Unternehmen. Und man macht seine Hauptumsätze natürlich in den USA mit 70%, Rest der Welt dann hier 30%. Und was die Verschuldung angeht, die ist natürlich relativ hoch. Also wir haben hier Debt to Free Cashflow, wir haben 65 Milliarden Schulden und 7 Milliarden Free Cashflow hier im Jahr 2023 gehabt. Ist ja natürlich jetzt nicht auch ganz, also nicht ganz untypisch hier bei so einem Medikamentenhersteller. Die müssen natürlich auch sehr viel Geld in Research and Development stecken und deswegen ist man da auch von hohen Investitionen abhängig. Was die Total Common Shares Outstanding angeht, das ist mir natürlich auch immer sehr wichtig, also die ausstehende Aktienanzahl. Das ist wirklich interessant. Also seit 2017 haben wir da eine rasanten Aktienrückkaufprogramme gehabt. Bis zuletzt, also bis 2022, da gab es jetzt ab 2022 auf 2023 tatsächlich neue Aktien. Also da wurden neue Aktien ausgeschüttet. Und im Moment geht die Aktienanzahl tatsächlich auch wieder nach oben. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Also ich habe das Gefühl, Amgen hat jetzt hier so ein bisschen seine Strategie auf einmal geändert und schüttet jetzt hier wieder neue Aktien aus. Langfristig gesehen ist jetzt diese Aufwärtsbewegung in den Aktienanzahlen natürlich nicht allzu relevant, weil wir sind jetzt hier von 2017, da hatten wir eine 722 Millionen Shares outstanding und jetzt haben wir eben nur noch 530 circa. Da sind jetzt diese 5 Millionen Shares oder ähnliches obendrauf nicht gerade viel, aber man darf es halt auch nicht vergessen und man sollte da nochmal genau drauf schauen, was da die Ziele vom Unternehmen in den nächsten Jahren ist. Ja, ich gehe auch davon aus, dass hier die Dividende weiter gesteigert wird. Wenn wir uns den Ausblick anschauen in den Earnings, dann soll es da weiter aufwärts gehen, aber wirklich gemächlich, wirklich langsam. Und auch beim Umsatz, wenn wir uns den ansehen, ist es eher ein gemächlicheres Wachstum. Es ist jetzt eben kein Highflyer, aber ein durchaus stabiles Unternehmen. Und von dem her denke ich auch für jeden, der auf einen sicheren Dividendenzahler setzen möchte, auf jeden Fall mal einen Blick wert, kann man sich auf die Watchlist legen. Vielleicht noch kurz zu meiner eigenen Meinung. Also für mich ist das Unternehmen grundsätzlich schon spannend, aber eindeutig zu langsam. Also es ist mir ein zu langsamer Trend. Ich habe hier eine zu niedrige Renditeerwartung dafür, dass ich mich hier in dieses Risiko begebe, in eine einzelne Aktie zu investieren, in ein einzelnes Unternehmen. Also ich glaube, dass da der ein oder andere, je nach Strategie abhängig natürlich, mit einem S&P 500 ETF deutlich besser abschneiden würde. Also der S&P 500, glaube ich, wird Amgen outperformen und da haben wir natürlich 500 Unternehmen drinnen, da sind wir viel breiter gestreut, haben weniger Einzelrisiko, sind nicht so abhängig von einem einzelnen Unternehmen. Das ist so meine Meinung, aber für jeden, der hier Dividenden so stark wertschätzt und ein stabiles Unternehmen möchte, das auch wenig volatil ist im Vergleich zum Gesamtmarkt, für den ist Amgen definitiv spannend.
Aber lass mich doch gerne mal deine Meinung wissen zu Amgen und wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, Daumen nach oben nicht vergessen und gerne auch meine anderen Videos auschecken. Zum Beispiel habe ich im letzten YouTube-Video verraten, welche Aktie ich vor kurzem gekauft habe. Ist ein sehr spannender Tech-Wert gewesen aus der Halbleiterbranche, also auch gerne mal auschecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.